Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen einen guten Abend. Rote Sonne, blaue Grotte, die Schönheit dieser Welt liegt in Capri auf der Hand. Wie schrecklich gefährlich unsere Welt derzeit ist, liegt auf dem Tisch der aktuell dort versammelten Außenminister. G7-Treffen von großen Industrienationen auf Capri, und da liegt zu viel zugleich. Beobachter schlagen Alarm, dass eine Niederlage der Ukraine tatsächlich bevorstehen könnte. Iran und Israel senden sich gegenseitig neue Drohungen. Der Gaza-Krieg geht weiter. Zeichen setzen für die Ukraine und Nahost wollen die G7. Aber wie? Das ist die einigermaßen vertrackte wie drängende Frage. Gleich mehr dazu von der deutschen Außenministerin. Erst Andreas Künast und ein diplomatischer Großeinsatz auf kleiner Insel. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, fahren an diesem Abend vor allem Sicherheitskräfte aufs Meer hinaus. Unter den tausenden Besuchern der Urlauberinsel sind noch bis morgen 7 Tagungsgäste, die normalerweise die Macht haben, die Welt zu ändern. Aber selten sahen die G7 so machtlos und so ratlos aus wie an diesem Morgen. 2 Kriege müssen gestoppt werden, aber bei beiden sind die Möglichkeiten der Runde so gut wie erschöpft. Gerade erst hat Russland in der Großstadt Tschernihiw 18 Menschen getötet und 78 verwundet. Die Tragödie ist, diese Angriffe aus der Luft geschehen fast jeden Tag, sagt Kiews Außenminister Kuleba zu seinem US-Kollegen Blinken. Und ja, es stimmt, der Krieg besteht aus 1000 Themen, aber mein einziges Thema hier bei den G7 ist Flugabwehr. Das soll aus den engen Gassen von Capri auch die Botschaft Deutschlands sein, dass die USA, dass Japan, dass jedes befreundete Land jetzt nichts mehr zurückhält, was Menschenleben retten kann. Und deswegen haben wir auch, der Verteidigungsminister und ich, gemeinsam diese Initiative auf den Weg gebracht, dass wir uns alle noch mal fragen, was können wir gemeinsam tun zum Schutz der Ukraine, aber gerade auch zum Schutz unserer europäischen Friedensordnung. Kiews Außenminister Kuleba wird mit Applaus empfangen, muss aber auch kritische Fragen beantworten zur Korruptionsbekämpfung und Medienfreiheit. Aber erst, als die Kameras draußen sind. US-Außenminister Blinken ist mit der Nachricht nach Capri gekommen, dass der Kongress nun endlich über das 60 Milliarden $ Hilfspaket für Kiew abstimmen werde. Der Haushaltsantrag des Präsidenten für die Ukraine muss bewilligt werden. Wir hoffen, dass er dem Haus am Wochenende vorgelegt wird. Mit einer Sonderfähre aus Neapel war Baerbock nach Capri gekommen, sehr spät gestern Abend nach einem langen Tag in Israel. Aber die Gespräche, die sie gemeinsam mit ihrem britischen Kollegen Cameron geführt hat, brachten nicht die ersehnte Klarheit. Ich will nicht übertreiben, aber wir stehen am Rande eines Kriegs im Nahen Osten, der Schockwellen um die ganze Welt, aber besonders nach Europa spülen würde. Also hört auf. Den Iran zu bestrafen, ist den G7 kaum noch möglich, weil es kaum Sanktionen gibt, die noch nicht verhängt wurden. Großbritannien und die USA haben heute noch eine Möglichkeit gefunden. Großbritannien hat Sanktionen gegen weitere 13 Einzelpersonen und Unternehmen verhängt, zusätzlich zu den 400 bisherigen. Irans Verhalten ist inakzeptabel. Und dann versinkt bei Capri eine weitere rote Sonne. Die G7 können appellieren, fordern und Sanktionen verhängen. Die 2 Kriege beenden können sie nicht. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Wie machtlos fühlen Sie sich denn da auf Capri beim Versuch, 2 Kriege zu stoppen? Wir sind hier schon mit einem heftigen Seegang hergefahren und das hat ein bisschen deutlich gemacht, wir leben einfach in globalen stürmischen Zeiten. Und da muss man robust sein und man muss vor allen Dingen alle Kräfte gemeinsam sammeln. Und das tun wir hier als G7-Außenministerin, nämlich als starke, volkswirtschaftlich starke, aber vor allen Dingen als starke Demokratien der Welt, die einstehen für unsere regelbasierte Ordnung, die derzeit aufs Maximale herausgefordert ist. Was die beiden großen Krisengebiete ja verbindet, ist die Tatsache, dass in beiden iranische Drohnen für Unheil sorgen. Dabei ist der Iran eines der am stärksten sanktionierten Länder dieser Welt. Wie kann das sein? Dass es Akteure auf dieser Welt gibt, die offensichtlich
mit aller Gewalt, so muss man das deutlich nennen, diese friedliche, regelbasierte internationale Ordnung kaputt machen wollen. Und wir haben daher, wie Sie angesprochen haben, gerade auch als deutsche Bundesregierung in der Europäischen Union den Ton deutlich verschärft gegenüber dem Iran, zig Sanktionsregime auf den Weg gebracht und eben an diesem Wochenende, und das ist die Stärke dieses Wochenendes gewesen, in einer Allianz mit unterschiedlichen Akteuren gezeigt, dass in dem Moment, wo ein Land wie Israel präzedenzlos angegriffen wird mit über 300 Raketen, unterschiedliche Akteure auf dieser Welt zusammenstehen. Und da hat sich der Iran sehr, sehr verrechnet. Sie sagen, der Iran hat sich verrechnet. Jetzt ist es ja so, dass die Strafmaßnahmen gegen Iran so alt sind wie die Islamische Republik. Wir hatten gestern hier in der Sendung einen Wissenschaftler, der Sanktionen erforscht, schon seit längerem. Und der sagt, die Wirkung, eine wirkliche Wirkung auf autoritäre Regime ist kaum zu erwarten. Es geht eigentlich eher darum, ein gutes Gewissen zu haben, ein Zeichen zu setzen. Frau Ministerin, Hand aufs Herz, sind diese Sanktionen auch immer ein Zeichen von Hilflosigkeit? Nein, das sind sie nicht. Und man muss sich halt immer wieder vergegenwärtigen, dass das in diesen so robusten und brutalen Zeiten eben so ist, dass wir als Demokratien herausgefordert sind mit Regimen, das sehen wir ja auch bei Russland, die mit allen Mitteln, die sie haben, auf brutale Art und Weise mit der friedlichen Ordnung brechen wollen. Und Sanktionen machen deutlich, wir tolerieren das nicht, das hat Auswirkungen. Wenn man auf so brutale Art und Weise Israel angreift, die Ukraine angreift oder vorher die Menschen in seinem eigenen Land foltert, ermordet, dann hat das Konsequenzen. Dann gibt es keine normalen wirtschaftlichen Beziehungen mehr. Dann werden auch die diplomatischen Beziehungen auf Eis gelegt. Und wir machen deutlich, dass wir eben gemeinsam auf der Welt zusammenstehen. Und ich glaube, das darf man dieser Tage nicht unterschätzen. Wir leben ja nicht nur in einer globalisierten Welt, wir leben in einer sozial vernetzten Welt. Ja. Und selbst Regime wie der Iran, deswegen versuchen sie ja Narrative zu spinnen, die wollen versuchen deutlich zu machen, sie wären eigentlich im Recht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Sanktionen, dass wir mit Verfahren vor internationalen Gerichten und dass wir auch in so einer Situation wie am Wochenende mit dem Abschießen von Drohnen und Raketen deutlich machen, wer das internationale Recht bricht, der hat mit der Mehrheit der Welt zu tun und die zeigt, sie steht ein für eine friedliche Weltordnung. Frau Baerbock, Sie haben Israel jetzt mehrfach angesprochen. Jetzt die Frage, die auch der ukrainische Präsident stellt, und zwar zunehmend verzweifelt. Warum verteidigt die westliche Welt Israel so effizient gegen Drohnenangriffe und der Ukraine gehen gleichzeitig die Mittel aus, es auch zu tun? Und genau jetzt sind wir an dem Punkt, dass es nicht so einfache, das ist jetzt nicht an Sie gerichtet, aber sondern an plakative Zelensky Fragen sind. Wir haben Nein, ganz und gar nicht. Wir haben in den letzten 2 Jahren mit absoluter militärischer Unterstützung alles dafür getan, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Der große Unterschied, den Israel hatte, ein Luftabwehrsystem, ein eigenes, was wir zum Beispiel bei Israel jetzt auch kaufen wollen, was diesen besonderen Schutz gegeben hat, und Briten, Amerikaner in der Region, die helfen konnten. Nachbarländer, die in der Situation, wo ihr eigener Luftraum verletzt worden ist, ebenfalls aktiv geworden sind, ja, Frau Baerbock, weil eben diese ich muss Sie Raketen da und kurz Drohnen über unterbrechen, ihr auch in Sachen Staatsgebiet drüber geflogen sind. Frau Und Baerbock, das ist sehr anders als in der Ukraine. Ich weiß, ja, das ist anders als in der Ukraine, aber auch in Sachen Ukraine kann man ja sehr, sehr viel mehr tun. Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat heute gesagt, wenn Worte Raketenwerfer wären, dann wäre die EU die stärkste Macht der Welt. Auf wen oder was wartet denn Europa, abgesehen von Worten? Wir warten auf gar nichts. Wir können nur nicht hexen und zaubern. Und das ist in der Situation, in der wir seit 2 Jahren drin sind, der Fall. Wir haben in Europa geglaubt, dass wir immer in Frieden leben können. Wir wurden auf brutale Art und Weise, sind wir in einer anderen Welt vor 2 Jahren aufgewacht. Unsere eigenen militärischen Fähigkeiten haben wir viel geliefert. Die sind aber nicht unendlich. Und deswegen haben aber der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und ich gemeinsam, weil die Lage in der Ukraine so hochdramatisch ist, eine Initiative jetzt gestartet, wo wir deutlich gemacht haben, auf der ganzen Welt müssen wir die Luftverteidigung, die wir haben, zusammenkratzen. Deutschland hat bekanntermaßen
noch ein weiteres Patriot-System geliefert zum Schutz. Sie haben den polnischen Kollegen angesprochen. Wir sind auch mit unserem polnischen Nachbarland natürlich im Austausch, ob die weiter was liefern können. Aber hier, darum bitte ich wirklich, stellt sich dann die wichtige Frage. Polen grenzt direkt an die Ukraine. Wenn sie alles abgeben würden, was sie an Luftverteidigung haben, dann fragen die Menschen natürlich bei Ort vor ihnen auch, was passiert denn, wenn unser Luftraum gefährdet ist? Und genau darüber zerbrechen wir uns hier auf Capri den Kopf mit dem Generalsekretär der NATO, mit Herrn Kuleba als Außenminister, wie wir jetzt diese weitere Luftverteidigung auf den Weg bringen können. Und es gab vor allen Dingen vom ukrainischen Außenminister ein herzliches Dankeschön, dass wir hier als deutsche Bundesregierung diesen erneuten großen Appell weltweit gestartet haben. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, danke für das Gespräch. Danke ebenso. Und das Interview mit Capri haben wir aus Zeitgründen am Abend, also vor etwa einer Stunde, aufgezeichnet. So, Hanna, du schließt dich jetzt gleich an mit deinem ersten Nachrichtenüberblick. Die Polizei in Bayern hat 2 mutmaßliche russische Spione festgenommen. Laut Generalbundesanwalt sind die beiden Männer dringend verdächtigt, in einem besonders schweren Fall für den russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem Sprengstoff- und Brandanschläge auf militärische Infrastruktur und Industriestandorte in Deutschland geplant haben, mit dem Ziel, die deutsche Ukraine-Hilfe zu sabotieren. Der russische Botschafter wurde ins Auswärtige Amt einbestellt. Und auch in Polen wurde ein Mann festgenommen. Er soll für den russischen Militärgeheimdienst bei der Planung eines Attentats auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj geholfen haben. Mehr zu den mutmaßlichen Spionagefällen später im Heute-Journal-Update. Dann ein Gespräch mit dem Geheimdienstexperten Gerhard Konrad. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew Unterstützung beim Wiederaufbau der Energieversorgung zugesagt. Bei Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und der Wirtschaftsministerin Sviridенko soll es zudem um weitere militärische Hilfe und die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen gegangen sein. Habeck wurde bei seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, zu der auch Vertreter der Rüstungsindustrie gehörten. Fast 3 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ihre Ermittlungen gegen einen früheren Landrat und ein Mitglied des damaligen Krisenstabs eingestellt. Im Raum stand der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Konkret ging es um den Vorwurf, dass die beiden Verantwortlichen womöglich zu spät den Katastrophenfall ausgerufen hatten. Es habe laut Staatsanwaltschaft allerdings nicht nachgewiesen werden können, dass ein früheres Handeln Opfer verhindert hätte. Bei der Katastrophe waren 2021 135 Menschen ums Leben gekommen. In Kopenhagen ist die Fassade der niedergebrannten Börse heute eingestürzt. Trotz Stabilisierungsmaßnahmen brachen die Außenwände zusammen. Das 400 Jahre alte Gebäude war am Dienstag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Einsatzkräfte hofften wenigstens, diese retten zu können und hatten dafür ein bestehendes Gerüst an den Außenmauern zusätzlich stabilisiert. Einer der umstrittensten Politiker dieses Landes steht seit heute vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem AfD-Landeschef in Thüringen vor, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet zu haben. Björn Höcke bestreitet, wissentlich eine Nazi-Parole gebraucht zu haben. Bei einer Rede vor 3 Jahren hatte er Worte benutzt, die auch die Losung der Sturmabteilung der NSDAP waren. Höcke-Reden sorgen seit längerem immer wieder für heftige Diskussionen. Immer wieder wurde gegen ihn ermittelt. Das Verfahren in Halle ist jetzt der erste Prozess, dem sich der Politiker stellen muss. Sarah Tacke mit mehr. Björn Höcke wollte, dass seine Anhänger heute zum Gericht kommen. Rief sie über seine Social-Media-Kanäle dazu auf. Doch erschienen sind vor allem seine Gegner. 500 sollen es sein. Er selbst wählt heute den Hintereingang. Es ist sein erstes Mal vor Gericht, obwohl schon oft gegen ihn ermittelt wurde. Was er getan hat, ist klar. Denn das ist in einem Video aus dem Jahr 2021 festgehalten. Damals sagte Höcke auf einer Wahlkampfveranstaltung: In Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Was beim ersten Hinhören unverfänglich klingt, könnte eine von Höcke bewusst genutzte Nazi-Parole sein. Denn alles für Deutschland war die zentrale Parole der SA. Also die zentrale Parole von Hitlers Schlägertrupp.
Alles für Deutschland, deshalb eine Aussage, für die andere Rechtsextremisten schon verurteilt wurden. Aber kann auch dem Geschichtslehrer Höcke nachgewiesen werden, dass er wusste, was er tat? Höcke bestreitet das. Ich habe es in einer Wahlkampfrede in diesem Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutsch, so ausgesprochen, weil ich es nicht wusste. Es ist ein Allerweltsspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltsspruch ist. Alles für Deutschland, hier überm Reichsparteitag 1934. Nur ein Allerweltspruch? Ob das Gericht dem folgt? Offen. Herr Höcke ist zwar ausgebildeter Lehrer, sodass man erwarten kann, dass er sich der nationalsozialistischen Einbettung und Historie dieser Losung Alles für Deutschland bewusst ist. Aber das muss man ihm auch im Einzelfall tatsächlich nachweisen. Es ist immer haarscharf an der Grenze dessen, was gerade noch erlaubt ist oder was möglicherweise schon strafbar ist. Dass er sich immer wieder an dieser Grenze des Strafbaren bewegt, damit brüstet sich Höcke aktuell auf X, ehemals Twitter, schreibt, dass bei ihm schon 8-mal die Immunität aufgehoben wurde, es mehrere Ermittlungsverfahren gab, ihm das alles aber bislang politisch nicht geschadet habe. Seit 2014 sitzt Höcke im Thüringer Landtag, führt dort die AfD-Fraktion an. Und seitdem beschäftigen sich regelmäßig Polizei und Staatsanwaltschaft mit ihm. Der Vorwurf immer wieder Volksverhetzung. Auch 2017, damals Ermittlungen wegen dieser Aussage zum Holocaust-Mahnmal. Wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt einpflanzt. Die Liste lässt sich fortführen. Immer wieder strafrechtliche Vorwürfe, immer wieder Ermittlungen. Und trotzdem ist Höcke bislang nicht verurteilt worden. Ob er jetzt zum ersten Mal zu weit gegangen ist, sich zum ersten Mal strafbar gemacht hat, das wollen sie hier am Landgericht Halle bis Mitte Mai klären. So, den Beitrag haben wir gesehen, jetzt nochmal nachgefragt. Sarah, guten Abend. Alles für Deutschland. Ist es denn generell verboten, diese 3 Worte zu verwenden? Es gibt da ja im Gesetz jetzt nicht irgendwie eine Liste, in der das alles drinstehen würde. Nee, genau so ist es. Es kommt ganz entscheidend auf den Zusammenhang an. Ich habe in dem Beitrag ganz oft alles für Deutschland gesagt. Man kann das auch oft sagen. Das ist nicht angreifbar. Oder zum Beispiel auch, wenn ein Fußballer mit Blick auf die EM sagt, ich werde alles für Deutschland geben. Nicht strafbar, selbstverständlich. Es wird nur und ausschließlich strafbar, wenn man alles für Deutschland bewusst sagt, um an die NS-Zeit anzuknüpfen. Und genau das ist die wirklich schwierig zu klärende juristische Frage. In diesem Fall ist ja klar, er hat es gesagt. Aber hat er es bewusst gesagt, um an die NS-Zeit anzuknüpfen? Das muss das Gericht klären. Also wir sind beim Thema Vorsatz. Der ist in diesem Fall natürlich nicht ganz so einfach nachzuweisen. Höcke sagt, es sei ein Allerweltsspruch gewesen. Worauf wird es denn jetzt in diesem Prozess ankommen und in den weiteren möglichen Instanzen? Ja, am Ende könnten das letzte Wort der Bundesgerichtshof, das Bundesverfassungsgericht, die höchsten deutschen Gerichte haben. Und das wäre auch wünschenswert. Denn im Zentrum dieses Verfahrens steht die Frage, was darf man sagen und was darf man nicht mehr sagen. Und genau da mitspielt ja Höcke immer wieder mit der Grenze des Sagbaren. Und er tut ja auch so, als ob er ganz vieles nicht sagen dürfte. Aber die Justiz beweist ihm ja immer wieder das Gegenteil, weil bis heute ist er nicht verurteilt worden. Aber natürlich ist es spannend, weil die Meinungsfreiheit in unserer Demokratie ist ein extrem hohes Gut. Und die Gerichte haben bislang die Hürde, bevor etwas, was gesagt wird, zu etwas Strafbaren, Unsagbaren wird, extrem hoch angesetzt. Aber das stammt natürlich aus einer Zeit, wo die Diskussion noch nicht so aufgeheizt war, wo Rechtspopulisten den Rechtsstaat noch nicht in der Weise ausgespielt haben. Deshalb wäre es auch eine Chance, wenn dieses Verfahren wirklich zum Bundesverfassungsgericht und zum Bundesgerichtshof geht, noch mal zu schauen, wie ist diese feine Linie des Meinungskampfes, des Meinungsstreits, auch des Politischen, vielleicht auch neu zu ziehen. Interessante Analyse, wichtige Analyse auch. Sarah Thacker, herzlichen Dank. Vielen Dank. So, bei jedem Thema lohnt es sich auf Fakten zu schauen, natürlich. Bei dem, das jetzt kommt, ganz besonders. Wie läuft die Integration von Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, in den Arbeitsmarkt? Dazu hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung konkrete Zahlen vorgestellt. Ob die gut oder schlecht sind, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Nur wenige haben im ersten Jahr nach ihrer Flucht direkt einen Job gefunden. 8 Jahre später hatten dann gut 2/3 eine Stelle. Je länger die Menschen in Deutschland leben, sagt die Untersuchung, desto qualitativ hochwertiger sind die Arbeitsplätze. Das mittlere Monatsbrutto liegt dann bei 2.250 €.
Also, die Integration braucht sehr lange, aber es gibt sie. Und auch wer Arbeit hat, kann nicht sicher sein, in Deutschland bleiben zu können. Jutta Sonnewald. Der Iraker Hafsin Ali Ahmed arbeitet seit einem halben Jahr als ungelernte Pflegekraft in einem Seniorenheim im oberfränkischen Zapfendorf. Eigentlich wollte er im Herbst die 3-jährige Ausbildung zum Pflegehelfer beginnen. Doch sein Asylantrag wurde abgelehnt. Nun droht ihm die Abschiebung. Ich habe Angst, weil ich abschieben zum Irak. Ich weiß nicht, was soll ich sagen. Ich weiß das nur, es wird ganz schwierig. Torben Grass und sein Team schätzen Hafsin Ali Ahmed, weil er diesen Beruf ohne Berührungsängste und sehr empathisch ausübt. Zudem brauchen sie hier jede helfende Hand. Sollte er jetzt abgeschoben werden, wäre das für das Pflegezentrum sowohl menschlich als auch wirtschaftlich ein Verlust. Ich habe jemanden, der pflegerisch sehr gut ist, der Lust hat, diesen Beruf zu machen, der hier bleiben möchte, der sich weiterbilden möchte. Wir stecken hier als Unternehmen Energie, Zeit, auch Geld rein. Ja, der Staat selber ja auch an der Stelle. Warum zieht man dann nicht in Anführungszeichen auch den Nutzen daraus? Die Erwerbstätigenquote von Geflüchteten steigt, je länger sie im Land sind. 8 Jahre nach Zuzug sind im Schnitt 68% erwerbstätig, die meisten davon Männer. So die Ergebnisse der neuesten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Entscheidend für die Integration in den Arbeitsmarkt seien nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch schnellere Asylverfahren und die Lockerung von Arbeitsverboten, so die Forscher. Diese Beschäftigungseinschränkungen oder auch Verbote, die schaffen Unsicherheit und Ungewissheit für die Betroffenen, also für die Personen, die Arbeit aufnehmen könnten, aber auch für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, weil das so bürokratische Hürden und auch damit verbundene Unsicherheiten in dem Arbeitsmarkt. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr die Arbeitsverbote gelockert. Die meisten Bundesländer wollen sie ganz abschaffen, zumindest für Geflüchtete mit Bleibeperspektive. Nur Bayern zieht da nicht mit, möchte am Prinzip festhalten, Asyl und Arbeitsmigration mit Visum müssen unterschiedlich behandelt werden. Würde ich dieses allgemein lockern und sagen, es kann jeder mit dem ersten Tag, wo er hier ist, gleich zu arbeiten anfangen, dann würde ich letztendlich das gesamte reguläre System, dass jemand im Ausland ein Arbeitsvisum für Deutschland oder die EU beantragt, ja völlig ad absurdum führen. Obwohl Bund und Länder schon einiges auf den Weg gebracht haben, um arbeits- und integrationswilligen Geflüchteten hier eine Chance zu bieten, klagen Ehrenamtliche. In letzter Zeit würden vermehrt abgelehnte Asylbewerber abgeschoben, die eine Arbeit hätten oder ein Ausbildungsangebot wie Hafsin Ali Ahmed. Ich gehe auch wirklich mit, wenn Leute eben den Sozialstaat ausnutzen und so weiter, dass die hier tatsächlich keinen Platz haben. Aber diese Differenzierung, diese Einzelfalldifferenzierung, die müsste viel, viel häufiger stattfinden. Hafsin Ali Ahmed hofft, dass er nicht in den Irak abgeschoben wird und im Herbst seine Ausbildung zum Pflegehelfer beginnen kann. Sein Traumberuf, sagt er. So, jetzt noch mal, du Hanna, mit einem weiteren Gipfel heute. Da ging es um Wirtschaft. Die EU will wettbewerbsfähiger werden, um wirtschaftlich mit den USA und China mithalten zu können. Wie das gelingen soll, über diese Frage haben heute die Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfel in Brüssel beraten. Frank Bethmann, was ist bei dem Treffen herausgekommen? Naja, den Masterplan, wie nun alles besser werden soll, den gab es heute erwartungsgemäß noch nicht. Die Schwachstellen aber sind klar definiert. Bei Wachstum, Produktivität und Innovation ist Europa ins Hintertreffen geraten. Was es jetzt vor allem braucht, sind einheitliche EU-weit geltende Regeln für einen modernen Telekommunikationssektor, für grenzüberschreitende Energienetze. Außerdem müssen die Kapitalmärkte der Mitgliedstaaten besser miteinander verknüpft werden. Die Harmonisierung der Finanzmärkte ist dabei besonders wichtig. Gemeinsame Regeln für die 27 nationalen Kapitalmärkte würden bedeuten, dass Anleger leichter in allen europäischen Ländern investieren könnten und somit helfen könnten, diese immensen Investitionen zu stemmen, die notwendig sind, um Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen. Es gibt aber auch Kritik. Warum genau? Ja, weil natürlich einige Länder, nehmen wir ruhig mal Irland, genau gegen diese Vereinheitlichung argumentieren. Moment mal, wir sind Niedrigsteuerland, deswegen kommen die Unternehmen ja zu uns. Diesen Standortvorteil wollen wir uns natürlich nicht wegnehmen lassen. Ähnliche Stimmen gab es heute auch aus Luxemburg oder Estland. Was zeigt in der Sache, Europa muss wettbewerbsfähiger werden, sind sich alle einig. In der Umsetzung ist man mal wieder munter zerstritten. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung.
Der weltgrößte Autozulieferer Bosch hält sich wegen der gesunkenen Nachfrage bei der E-Mobilität und der schwachen Konjunktur mit seinen Jahreszielen zurück. Der Konzern hat seine Wachstumsprognose nach unten korrigiert und rechnet nun mit einem Wachstum von 5 bis 7%. Im ersten Quartal 2024 sei der Umsatz der Bosch-Gruppe im Vorjahresvergleich leicht gesunken. Daher müsse man weiter Kosten reduzieren, unter anderem mit dem Abbau von Stellen. Nach mehreren Ausbrüchen des Vulkans Ruang im Nordosten Indonesiens warnen die Behörden vor einem möglichen Tsunami. Teile des Vulkans könnten ins Meer stürzen und meterhohe Flutwellen auslösen, erklärte das Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenabwehr. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Vulkan war am Dienstag und Mittwoch insgesamt 5-mal ausgebrochen. Die Behörden riefen heute die höchste Alarmstufe aus. Das Foto einer Palästinenserin im Gazastreifen, die ihre tote 5-jährige Nichte im Arm hält, ist als Pressefoto des Jahres ausgezeichnet worden. Aufgenommen hat es der Fotograf Mohamed Salem im vergangenen Oktober in Khan Yunis. Die Jury des renommierten Wettbewerbs World Press Photo erklärte, das Bild gebe einen ergreifenden Einblick in unermessliches Leid und sei ein unglaublich starkes Argument für den Frieden. Ja, ein Argument für den Frieden. Das leitet gleich über zur interessanten Runde bei Maybrit Illner. Titel: Israel, Iran und Gaza, Eskalation unvermeidlich? Fragezeichen. Bleiben Sie einfach bei uns hier im ZDF. Und es lohnt sich auch noch bis 0:30 Uhr dran zu bleiben. Dann meldet sich Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Und wir alle hier wünschen Ihnen dazu einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, Aprilwetter im April ist ja etwas Normales, aber das ist so beständig derzeit, dass wir mal auf die Wetterlage schauen müssen. Hier sehen wir den Jetstream, der hier stark ausgelenkt ist, weit in den Süden bis nach Nordafrika und dann wieder nach Norden führt. Und dementsprechend kommen auch die Luftmassen voran, die eigentlich da gar nicht hingehören. Also zum Beispiel die Kaltluft aus dem Norden in den Süden oder die Warmluft aus dem Süden von Nordafrika Richtung Schwarzes Meer und Richtung Kaspisches Meer. Ist schon recht ungewöhnlich. Und dieses Tief hier ist eingebettet, rauscht jetzt allmählich südwärts und das wird uns in der Nacht und morgen am Tag beschäftigen. Schauen wir in die Nacht. Im Nordwesten gibt es Regen und Schnee auf 600 Meter herab und auch im Südwesten regnet es und schneit es. Es lässt ein wenig nach, aber mit Glätte müssen Sie rechnen. Dort Temperaturen von 0 bis -2 Grad eisig kalt. 7 Grad plus gibt es an der Nordsee. Ja, und morgen ist alles dabei. Schauer, Gewitter und Sturmböen. Das Ganze wandert allmählich südwärts. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 Metern. Ja, und die Temperaturen liegen bei Werten zwischen 4, 5 bis 10 Grad. Ja, und 12 Grad wären normal für April als Spitzenwert. Sie sehen es hier ganz links auf der Skala, da können Sie es einordnen. Ja, und die nächsten Tage, ja, es wird recht wechselhaft weitergehen. Am Samstag mit Regen und Schnee im Norden lockert es auf. Und der erste richtige ruhige Tag ist dann eher der Montag. Damit einen schönen Abend.